Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ja, beim letzten Mal haben wir unseren ersten kleinen Kampf überwunden, nachdem wir in diesen Kampf der Widerständler gezogen wurden. Es scheint doch sehr um eine junge Dame zu gehen, die man lieber nicht berühren sollte. Wir gehen erstmal weiter. Erstmal geht es hier darum, lebend rauszukommen. Und da hinten sehe ich schon einen weiteren dieser Soldaten mit einem Zeugel, wie die Monster scheinbar genannt werden. Ich denke nicht, dass diese spezifische Monsterart so heißt, aber dass einfach die Monster generell so genannt werden. Das werden wir aber sicher noch herausfinden. Ja, ich höre dich hinten schon knurren, alles gut. Versuch nicht, einen Panzersoldaten auf eigene Faust zu besiegen. Du hast gegen ihn keine Chance. Ich wage zu widersprechen. Wir haben schon einen besiegt. Und ein weiteres Apfelgelee. Ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen an die Steuerung im Kampf gewöhnen, aber das kriegen wir schon hin. Da haben wir schon Situationen, gegen zwei Gegner kämpfen werden, ne? Und einer davon wahrscheinlich auch ein bisschen schneller ist. Oh, okay, kommt her. Nutze den linken Stick, während du LB gedrückt hältst, um dein aktuelles Ziel zu wechseln. Ist LB blocken? Nein, LB ist eine Art Pausierung. Machst du gerade einen Zauber? Das finde ich aber stressig. Okay, man kann den Zaubern ausweichen, das ist interessant. Ja, er wird schon getroffen, weil ich keine zwei Feinde einmal abwehre. Okay. Ich habe jetzt so unfassbar viele Spiele letzter Zeit gespielt, wo man mit Quadrat, also mit X, wie auch immer, zuschlägt. Okay, warte mal kurz. Achso, wenn wir einfach schnell drücken, dann dann visieren wir sozusagen das nächstbeste Ziel an. Okay. Ich versuche jetzt das Ziel einfach ein bisschen zu verstehen. Drückt halten, pausiert mich auch das Spiel. Und dann kann ich auswählen. Okay, gut. It's over! Rising Wyvern! You're mine! Mirage! Take this! Take this! It's over! Take this! Rising Wyvern! Here I come! Es ist schon mal interessant, dass es scheinbar bei Abzug gar keine Mana gibt, ne? Es gibt, oder Ausdauer oder irgendwie sowas. Sondern wirklich diese Leiste, die vollgeht, also die Punkte, und da kannst du die Skills einfach nutzen. Das ist interessant. Das ist definitiv interessant. Ich hoffe, wir können irgendwann diese Sachen, natürlich können wir die irgendwann einstellen, oder? Blöde Frage. Auf welcher Taste welche Angriffe liegen. Ich muss die Angriffe erst richtig kennenlernen, das ist das Problem. Ich habe den Flammenschlag noch nicht einmal gemacht, ja. Typisch. Das wird schon noch. Ich glaube, ich drücke auch auf Kreis. Wenn ich eigentlich angreifen will, dann springe ich. Das ist dann manchmal ganz gut, aber eigentlich nicht gewollt und eigentlich nicht geplant. So, wie geht es uns von der HP her? Wir wurden ja gerade ein bisschen beschädigt, ne? Muss ich mir jetzt Gedanken machen, wegen den beiden Treffern, die ich eingesteckt habe? Wo ist nicht meine HP? Also ich meine, wenn ich zwischendurch wissen will, wie es mir geht. Status wahrscheinlich? Eigentlich ja nicht, irgendwie. Wie ist das mit der HP in dem Spiel? Werde ich nach jedem Kampf immer voll gehalten, oder? Wäre natürlich nice, aber... Ich dachte, diese Frau sei komplett unbewaffnet. Wie zum Teufel ist sie an eine Waffe gekommen? Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Das hat mir den Hintern gerettet, so viel ist sicher. Und sie hat eine Waffe mittlerweile? Und da ist sie auch schon. Dann lass uns ihr mal helfen. Darauf wird so hinauslaufen. Shion V. Mayor, I, Maris Daymore. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bolson. Damn it! Throw down I was your so weapon. close. What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Hey! We've got a better chance working together.
Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Hey, unser erster Kampf als Team gestartet. Kombos. Kombos sind mehrere Aktionen, die ohne Unterbrechung miteinander ausgeführt werden. Normale Angriffe haben ein festes Limit, während Arts fortgeführt werden können, bis keine AL mehr übrig ist. Normale Angriffe werden auf den Boden in der Luft separat gezielt. Wirkt man dazwischen einen Art, kann die Kombo somit verlängert werden. Okay, gut. Geringe Ergebnisse in Kombos. Geringere. Setzt du das gleiche Art innerhalb von 4 Aktionen mehrfach ein, sinkt dessen Durchdringung und Gegner erholen sich davon schneller. Setzt du es weiter ein, steigt der Malus, bis das Art nur noch halb so stark ist wie sonst. Okay. Also nicht Mono-Skill-Using, ne? Kein Spamming. Kinda new for me if you hadn't noticed. Don't expect any promises. Ah, falsch Taste gedrückt. Take this! You're finished! Rising Wyvern! Swallow Blade! Why did you help me? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renin like me? Trust me, I've no great love for Renins. I guess I'm just not as consumed with hatred as some... What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah, it's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Deswegen konnte er dich ja auch berühren, We're ne? going in. Gut, zusammenzuzucken. Okay, flüchte mit ihr. Ist alles schön und gut. Steht gerade eigentlich über Plaudereien. Wenn du im rechten unteren Ecke des Bildes... Okay, wahrscheinlich RB jetzt zur Plauderei. Die aktivieren wir einfach. Can you even see out of that thing? Like, at all? Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danons don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renin soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of Renin rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Ja, Plaudereien wollen wir natürlich auch mal mitnehmen, wenn möglich. Da haben wir schon 2.
Jetzt haben wir ein Arztmenü, sehr schön. Ich habe mich nur absolut nicht an die Lenkung gewöhnt. Also das wird noch ein bisschen dauern. Da bin ich mir sicher. Arzt, Einstellungsmenü. Du kannst erlernte Arzt den verschiedenen Tasten zuweisen. Du kannst 3 Arzt zum Einsatz auf den Boden sowie 3 weitere Arzt zum Einsatz in der Luft wählen. Insgesamt lassen sich also 6 Arzt ausrüsten. Okay. Also auch wenn die Kämpfe gerade so aussehen, ob ich wüsste, was ich tue, ist es eigentlich momentan nicht der Fall. Nicht kontrolliert genug für mich. Drücke LT oder RT, um deinen verfügbaren Arzt einzusehen. Charaktere im Automodus können alle ihre Arzt einsetzen. Du kannst aber mit X Arzt abwählen, die sie vermeiden sollen. In diesem Menü lassen sich außerdem Heilungsarzt wirken. Ja, das ist manchmal das Problem, wenn man selber einen Heiler spielen will. In diesen Spielen, dass du halt nur eine gewisse Anzahl von Arzt nutzen kannst. Und die KI eigentlich besser dafür geeignet ist, weil sie dann auf die ganzen wichtigen einzelnen Heilskills besser zugreifen kann. Okay. Also der Pfeil nach oben zeigt ziemlich deutlich, dass wir den Gegner in die Luft schleudern und Hubbild wieder runterschleudern. Das verstehe ich direkt, das ist okay. Schwalbenklinge haben wir auf 2 Tasten. Ne? Wir haben noch nicht mal verschiedene Skills, um das alles auszurüsten. Ein gleitender Angriff, der einen aufsteigenden Hieb ausführt. Ein Angriff, der mit dem Stoß von oben kommt und geradewegs nach unten verläuft. Ja, aufsteigender Hieb und Truppel zu kombinieren macht eigentlich schon Sinn. Vor allem, weil das mit der Y-Taste gerade gut belegt ist, nach oben zu gehen, finde ich. Und alle Tasten gerade nach unten schlagen, was in Ordnung ist. Wir müssen nur mindestens einen Move haben, weil 2 auf denselben verschiedenen Tasten ist ein bisschen unnötig. Ich gehe mal davon aus, da ich nur meine Arts einsehen kann, kann ich aktuell nicht auf ihre Arts zugreifen, geschweige denn sie selber spielen. Ich gehe aber davon aus, aufgrund der Tatsache, dass ich mein erstes Tales ist, dass wir sie wahrscheinlich auch jemand spielen können. Und das würde ich schon gerne machen. Auch wenn ich befürchte, aufgrund schon ihres Designs, dass sie die Heilerin ist. Das heißt, ich würde sie zwar gerne spielen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, Tales auf selber den Heiler zu spielen, ist echt schwierig oder problematisch, weil du nicht genug Skills anstellen kannst. Aber vielleicht ist es ja anders, ich weiß es ja noch gar nicht. Gut. Ich kann auch ihre Ausrüstung nicht anschauen, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Da kommen wir her, ne? Da war der Typ, der gerettet wurde, ja, genau. Der Pfeil sagt uns ja auch, wo wir hin müssen, richtig. Auf der Minimap. Mal ganz abgesehen vom deutlichen Stern. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Look out! Sion! Sion! A blazing sword. But how? Impossible. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack!
You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? Das ist potente Heilmagie. It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry, you're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Du bist jetzt mit Xion befreundet. Gruppenmitgliederinfo, okay. Sapphire hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Xions Kampfstil. Zusammenfassung. Xion ist auf dem Fernkampf mit Schusswaffen und Astralarts spezialisiert. Greife Gegner aus der Distanz an und setze Heilungsarts ein, um Verbündeten mit wenig HP zu helfen. KP. Heilungsarts kosten HP. Also auch doch den HP-Stand der Gruppe. Okay, das ist jetzt verwirrend. HP ist in diesem Spiel nicht Health Points. Ja, logischerweise, das sind dann die KP. Aber die HP sind relevant für Magie, also gibt es doch eine Form von Mana, solange sie sich auf tatsächliche Magie bezieht. Aber die ganze Gruppe zieht aus demselben Pool. Xions automatischer Modus. Wenn der automatische Modus aktiviert wird, greift Xion im Kampf hauptsächlich fliegende Gegner, Feinde, die Astralarts wirken, sowie Gegner mit niedrigen KP an. Ja. HP heißen aber Heilungspunkte. Arts mit Heilungs- und Unterstützungswirkung verbrauchen Heilungspunkte, okay. Also gilt das nicht für alle Fähigkeiten. Heißt nur Heilungsarts kosten eine Ressource? Eine Ressource, die sich nicht automatisch die ganze Zeit wieder auflädt? Das heißt, wenn man jetzt offensive Magie nutzen würde, wie einen ganz klassischen Feuerball, wäre das auch eine Art, ohne dass es irgendwelche Ressourcen abzapft? Oder gibt es dafür eine extra Ressource? Ich denke mal eher nicht. Also es wird nur Heilungsart wird limitiert, damit man sich nicht einfach die ganze Zeit endlos hochheilen kann. Sonst versucht man das möglichst ressourcenfern zu halten, nehme ich mal an. HP werden von der Gruppe geteilt. Sie werden mit Objekten oder durch Rasten in einem Gasthaus oder Lager wiederhergestellt. Okay. Die HP können durch Aufleveln oder das Finden bestimmter Objekte erhöht werden. Also die maximalen, nehme ich jetzt mal an. Alles klar.
Das ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Konzept. Das heißt, alles, was offensiv ist, kannst du rausspammen, aber wenn es ums Buffen und Heilen und so weiter geht, wahrscheinlich nicht so easy. Da musst du ein bisschen sparsam mit sein. So, wir sollen da wieder rein. Kamen wir nicht hierher? Ja, ich muss mich aber umgucken, das ist ganz wichtig. Okay, waren uns gerade viele große Szenen mit dem Flammenschwert, die wir erstmal so nicht erklären oder verstehen können. Strategien. Strategien bestimmen, wie eine Gruppe im Kampf agiert. Drücke im Strategiemenü Y, um Details anzuzeigen und Anpassungen vorzunehmen. Du kannst bis zu 4 Strategien speichern. Öffne im Kampf das Menü und drücke Y, um sie zu wechseln. Deine Gruppenleader kämpfen selbstständig, wie sie jedoch Heilungs- und Stützungsarts und Objekte einsetzen, hängt von deiner gewählten Strategie ab. Im Menü Strategiedetails kannst du einrichten, wie sie sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten. Dabei erhält die oberste Aktion die höchste Priorität. Objekte können nur vom gesteuerten Charakter verwendet werden. Öffne dazu das Menü und wähle ein Objekt aus, mit Ausnahme von Objekten, die den Charakter sein Wiederbeleben nutzt. Niemals automatisch Objekte ohne Erlaubnis. Das ist auch gut und wichtig so. Wir lassen erstmal auf gemäßigt kämpfen. Das werde ich mir wahrscheinlich ein anderes Mal dann in Ruhe angucken. Jetzt haben wir auch HP. Also können wir jetzt auch vielleicht dauerhaft HP verlieren nach Kämpfen. Vorher war das nämlich noch nicht da oben, da links vorne. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, aber wir können jetzt noch deine Ausrüstung angucken. Infanteriegewehr. Das Standardgewehr der renäischen Infanterie. Aus leichten Materialien hergestellt und leichter bedienbar, als es anfänglich scheint. Ein weißer Einteiler. Die Kleider, die Shion auf der Flucht vor dem René trug. Sie mag schlicht aussehen, aber trägt eine Note Eleganz. Das ist aber schön. Okay, gut. Schon mal Stats angucken. Okay, sie hat schon mal einen höheren Elementarangriff als er. Er hat mehr Verteidigung, mehr Angriffskraft, was man so annehmen würde, ne? Dann lass wieder kurz bitte deine Art sehen. Erste Hilfe, Magna-Strahl und Auferstehung. Also kannst du jetzt schon wiederbeleben. Gut. Heilen und Magna-Strahl. Typischerweise würde ich jetzt schon anfangen, sie zu spielen. Einfach weil ich es interessanter fände, sie zu spielen, tatsächlicherweise. Aber ich bleibe erstmal jetzt bei Mr. Eisenmaske, damit ich ein bisschen mehr in sein Spielsystem reinkomme, bevor ich ein anderes ausprobiere. Ist vielleicht diesmal besser. Gut. Auch ins Unbekannte. Speichern sollte ich vielleicht mal wieder. Das wäre eine gute Idee. Er speichert zwar auch automatisch, wie ich sehe, aber manuelle Speicherungen fühlen sich einfach noch ein bisschen besser an, ne? Wisst ihr ja. Gut. Den Wolf haben wir kennengelernt, stimmt. Ein Wolfszeugel, der in Calaglia eingesetzt wird. Er stellt Gegner mit Spitzenkrallen nach und beißt sie mit messerscharfen Zähnen. Obwohl sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit regelmäßig entsandt werden, um renäische Panzersoldaten zu unterstützen, findet man von ihnen auch ganze Rudel in Dana umherstreuen. Land des Schwefels und Aschesturms, Orbus Calaglia. That's... Ganymede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the Gates of Fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. So eine kleine Hölle, die man hier gefertigt hat. Ja, das will uns zwar nicht spüren, aber auch nicht überleben, denke ich. Oh, Be careful. If you get close to a Zugel, they'll attack. Zugel. Okay.
Ich habe immer Zeuge gesagt, was ich auf Deutsch auch gesprochen habe. Kämpfe beginnen und beenden. Sobald du einen Gegner-Icon berührst, wird ein Kampf ausgelöst. Wenn du alle Gegner in einem Kampf besiegst, erhältst du Erfahrung und andere Belohnungen. Aber Vorsicht, wenn alle Charaktere wahrscheinlich besiegt werden oder so. Habe ich verloren? Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Dankeschön. Schrägstrich vorlesen. Das ist mal noch was anderes als nur lesen. Dann kommt mal her, Jungs. Ich wollte schon zuschlagen, den Kampf zu beginnen. Ja. Oh. Sapphire hilft uns auch aktiv im Kampf. Ich befürchte aber, dass Sapphire kein Main-Character ist, weil bei ihm wurde nicht von Freundschaft geredet, als wir ihn kennengelernt haben gerade oder er mitgekommen ist. Bei ihr schon, obwohl wir jetzt nicht unbedingt Freunde mit ihr sind, aber das klingt so, als ob sie permanent da ist und er nicht. Zusammenfassung. Steuerung im Kampf ändern. Drücke im Kampf die Optionstaste, um das Menü zu öffnen. Hier kannst du die Kampfsteuerung deines Charakters ändern. Halbautomatisch. Der Charakter bewegt sich automatisch, bis er in Angriffsweite ist. Manuell, vollständige Charaktersteuerung, automatischer Gegnerkampf gemäß der Strategie. Steuerungsmodi, der halbautomatische Modus ist für Spieler, die sich nur zum Spaß im Kampf versuchen wollen. Der manuelle Modus bietet die volle Kontrolle, während im automatischen Modus das Spiel die Zügel in die Hand nimmt. Ja, was haben wir bisher denn eigentlich überhaupt gehabt? Das würde mich interessieren. Gruppenformation. Du kannst ändern, welchen Charaktere im Kampf mit dabei sind und wen du steuern möchtest. Ihre Position bestimmt, was du drücken musst, um ihre Boost-Angriffe auszuführen. Drücke im Kampf LB oder RB, um zu wechseln, wen du steuerst. Okay. Ich habe das Gefühl, ich werde so viel Scheiße bauen mit der Steuerung, aber gut. Drücke die Menütaste, um die Kampfsteuerung deines Charakters zu ändern. Halbautomatisch, das weiß ich, ja. Bisher waren wir halbautomatisch. Okay, dann lass ich bitte... Ich drücke doch die falsche Taste, drücke ich, okay. Das ist gar nicht die Optionstaste, das ist die Select-Taste. Dann gehen wir mal kurz auf manuell, weil ich würde gerne mal gucken, wie es mit manuell dann läuft. Dazu habe ich ja sehr viele Sachen beigebracht, die wir noch gar nicht angewandt haben, aber kämpfen wir erstmal. Geh weg von mir. Ja, die greift auf so eine Art und Weise an, die echt schwer zu sehen ist. Also ich habe es, glaube ich, bisher sowieso so gespielt, als ob ich manuell wäre. Macht für mich gerade keinen Unterschied. Aber dann bleibe ich hier manuell. Okay, ich bleib manuell. Das geht schon klar. Also ich habe schon gesehen, dass ich Probleme hatte am Anfang, weil ich manchmal Moves in die Luft geschlagen habe. Aber es ist mir lieber manuell, die volle Kontrolle, als wenn er automatisch hinläuft, wenn ich die Taste drücke. Ich lasse es mal erstmal manuell. Ist okay. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, alright? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Ja. Normalerweise würde ich sagen, wir brauchen die Erfahrung, aber der Typ sieht wirklich ein bisschen zu stark aus. Also lasse ich mal die Vernunft obsiegen und gehe hier oben lang. Erze. Abbauen. Ein Gegengiftstein. Ein Stein, der Mikrobenerhalt gebietet, da er Gifte zersetzt. Wenn man ihn zu Lebensmitteln legt, halten sie länger. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Okay, ganz ehrlich, wir versuchen den. Aber ich habe auch gut Damage schon gefressen gerade, ne? Ich speichere einfach mal und versuche den, ja? Ich wüsste gern, wie stark der ist. Ein Golem Level 9. Einige größte Gegner haben orange leuchtende Geisterkerne. Du kannst sie zerstören, wenn du eine bestimmte Menge Schaden eingesteckt haben. Damit zerbricht der Stern, der Gegner geht zu Boden. Okay. Der war gar nicht so schwer. Wow, der war easy. Der war sogar noch angenehm. Weil es gibt nichts Angenehmeres als Gegner, die langsamer sind, finde ich. Der könnte ruhig stärker sein, aber große, klobige Gegner sind mir viel lieber als schnelle kleine. Das ist eine Truhe. Unsere erste Truhe. Hat sie gerade eigentlich Schaden genommen? Wodurch? Mal da, wurde sie von einem Stein getroffen? Trank des Lebens. Ein Wundermittel, das die Kampfunfähigkeit eines Verwundeten im Kampf heilt und 800 KP wiederherstellt. Also wie Gebliebnistrank. Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Können wir hier rasten? Nehme ich an. Let's stop a moment to catch our breath.
but I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Ich bin froh, wenn ich ein Schwert bekomme, was du nicht bald in der Hand zerbröselt. Zelten. Wenn du in einem Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. I've never just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zeugles prowling around out here, right? Ah, don't be a spoil sport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. Sapphires Lehren. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? Zephyr. You feeling left out, son? No, it's not that. But You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Frag mich so ein bisschen, wie die Lebensbedingungen der anderen sind. In den anderen Königreichen. Wenn die teilweise minimal besser sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass einige von denen keine Freunde des Aufstands sind. Da der Aufstand deren Bedingungen noch verschlechtern könnte. Na gut, rasten. Ne, wir haben noch mehr. Eisenmaskes fehlender Kern. Gut, dann noch mehr. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul-searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. Ja, gut, dass wir mit Zephyr eine Stimme der Vernunft dabei haben. Aber rasten jetzt. Nein, da war noch mehr sagen. Gut, die kann wahrscheinlich ein anderes Mal auch machen, oder? Hoffe ich. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danons are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that,
I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter and life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together, we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? I've gotta hurry. Ein Albtraum mit Dornen, nicht ganz unähnlich ihren eigenen Dornen. Gut, wir haben ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen mehr Background. Ich hoffe, dass das... We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Ich hoffe, dass die eine Unterhaltung, die I hier hate noch war, camping out. jetzt nicht weg ist. Sondern dass ich beim nächsten Lager wiederbekomme. Wir haben auch noch eine Unterhaltung. Also machen wir erstmal die. Cut it out.
Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegis. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegis? You mean the same Lenegis that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Wer weiß, wer weiß. Erstmal eine Runde abbauen. Und dann laufen wir erst ein paar Schritte zurück, wo wir herkommen. Ich denke mal, das war hier, ne? Wir machen mal einen Kampf, wenn ich mal davon ausgehen möchte, dass die Gegner respawned sind. Ja, da ist der Golem wieder. Und dann machen wir nochmal den Rest. Einfach in der Hoffnung, das Gespräch mal mitnehmen zu können. Schön. Hol mich bitte wieder, Shion, danke. Okay, also der hält jetzt nicht unbedingt so viel aus, der Golem, aber wenn er mich einmal trifft... Ich bin ja nicht ausgewichen, das Ausgewichen hat nicht gezählt. Das heißt, es geht nicht so sehr um Iframes, sondern es geht vielmehr darum, wirklich in die richtige Richtung auszuweichen und gar nicht erst getroffen zu werden. Physisch kann das sein. Ja, schön. Schön, dass wir schon mal weggeklatscht wurden. Den mache ich auch noch mal eine Fight. Kann nicht schaden. Bisschen extra Erfahrung. Normally I don't pick on the weak. You're surrounded. Stay calm. Was man auch nicht tun sollte, ist einen Gegner in den Angriff reinzuspringen. Das ist nicht ganz so klug. Right. Give them all we got. These little ones are hardly worth our time. Let me know if you're struggling. Das sehe ich anders. Wir brauchen die Erfahrung, Madame. Ich vor allen Dingen. Gut, dann gehen wir nochmal rasten. Hoffe, dass die Unterhaltung noch da ist, die ich eben... Ich glaube, die Unterhaltung ploppt nicht unten direkt auf nach einer Unterhaltung. Deswegen dachte ich, da käme keiner mehr. Als ich dann gedrückt habe für das Rasten, kam sie plötzlich. Aber wenn wir uns so oft ausruhen, wie ich lustig bin, also dürfen, wie ich lustig bin, ist ja alles gut. Und ich hoffe, dass die Unterhaltung... Rest easy and prepare for tomorrow. Mhm, die ist wieder da. Ich glaube, das war die Unterhaltung von vorher, die unverzagte Eisenmaske. So, this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just... You know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renan soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but it doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Ich nehme mal wirklich an, es ist wirklich nur eine Frage des Schmerzes, dass er sonst ganz normale Dinge spüren kann. Ne? Natürlich hat er trotzdem gut beschrieben, was dann trotzdem der Fluch dabei sein kann. Keine Frage. I think it's time we go to sleep. Aber es ist schon in manchen Hinsichten auch ein Vorteil und auch ein Nachteil. Könnte man bei ihr zwar auch sagen, ich finde bei ihr ist ein größerer Nachteil. We've got lots to do. Ja, we've got lots to do, aber das würde ich sagen erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.